wir fahren schneller. Wir brennen heller. Unsere Augen leuchten greller. Unsere Augen groß wie Teller. Deutschland, spiegelglatt. Deutschland, spiegelglatt. Peter Musja, 1947 in Karlsruhe geboren, war ein akademischer Überflieger, der allem Skeptizismus zum Trotz nie aufhörte, sich die Sinnfrage zu stellen. Nachdem er 1976 in Philosophie promovierte, zog er für 2 Jahre in den für seine sexuellen Exzesse berüchtigten Ashram des indischen Guru Bhagwan. Später liebäugelte er mit L. Ron Hubbards Dianetiklehre, einer graduellen Verlebendigung des eigenen Seins, und forderte in seinem 2009 erschienenen Buch »Du musst dein Leben ändern« eine Selbstvervollkommnung in den 13 Disziplinen: Akrobatik und Ästhetik, Athletik, Rhetorik, medizinische Therapeutik, Epistemik, Berufekunde, Technikkunde, Administrativik, Meditation, Ritualistik, Sexualpraxiskunde, Gastronomik sowie als extra anhand einer offenen Liste kultivierungsfähiger Aktivitäten, deren Offenheit die Unabschließbarkeit des disziplinbildenden und damit Subjektivierungen ermöglichenden Feldes selbst bedeutet. Was die gesellschaftliche Ordnung betraf, die einem solchen Lebensoptimum am zuträglichsten wäre, äußerte sich Peter eklektisch. Mal raunte er, dass Zähmung alleine nicht genüge, das bestialische Menschen zu bändigen, es bedürfe auch der Zucht. Die habe es durch evolutionäre Selektionsprozesse schon immer gegeben, und so stelle sich mit den neuen Biotechnologien die Frage, ob die Menschheit gattungsweit eine Umstellung vom Geburtenfatalismus zur optionalen Geburt und zur pränatalen Selektion wird vollziehen können. Mal plädierte er für eine libertäre Gesellschaftsordnung, die der neidischen, gleichmacherischen Gier der Masse Einhalt gebiete und in der sich die Reichen sich nach Abschaffung der Zwangssteuern in umso freigiebigere Schenkende verwandeln könnten. Mal schlug er rechtspopulistischen Alarm, dass die abendländischen Nationen dringend ihren politischen Masochismus eines vulgären Universalismus, sprich allgemeinen Mitleids, beenden und ihre Grenzen gegen die machtvoll anrollende muslimische Youth Bulge, die umfangreichste Welle an genozidschwangeren jungen Männerüberschüssen in der Geschichte der Menschheit, dicht machen müssten. Alles in allem schien es sich bei Peter um einen typischen privilegierten alten weißen Mann zu handeln, der gegen alles grantelte, das jünger, farbiger und ärmer war. Nur in seiner besonderen Wertschätzung für Frauen fiel er aus dem Rahmen. Gewöhnlich schätzten rechte Männer Frauen allein in ihrer Funktion als Mutter. Frauenrechte kamen ihnen nur gelegen, um anderen Männern deren Missachtung vorzuwerfen. Doch für Peter waren Frauen das Ziel der Evolution. Der Übermensch war eine Überfrau, die sich der religiösen Kammfortpflanzung widersetzend nur wenige Kinder gebar und sich in der Hauptsache ihrer eigenen Lust widmete. Denn der weibliche Orgasmus war, das hatte Peter bei Bhagwan begriffen, das Großartigste, was die Natur je hervorgebracht hatte. Sowohl was seine Intensität, Dauer und Nuancierung betraf, als auch wie er sich vom Zeugungsakt verselbstständigt hatte. So berichteten doch gerade Frauen jenseits der Menopause von den intensivsten Orgasmen und war für Frauen Sex mit Frauen statistisch befriedigender als der mit Männern. In seinem 2016 erschienenen Roman »Das Schelling-Projekt« ließ Peter eine Handvoll Akademiker mit klingenden Namen wie Guido Mösenlechzner und Desiree von Lippe diskutieren, ob es sich bei dem weiblichen Orgasmus gar um einen neuralen Gottesbeweis handle. 2 Jahre nach Erscheinen sprach eine junge Kuratorin Peter bei einer Eröffnung am Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien ZKM auf das Schelling-Projekt an, um ihm von ihrer Zeit bei One Taste in San Francisco zu erzählen. Die spirituelle Kommune habe sich mittlerweile zu einem Millionengeschäft entwickelt, doch das wesentliche Ritual
um das es sich neben Yoga und Mindfulness alles drehe, die Orgasmic Meditation, OM ausgesprochen, sei geblieben. Dabei würden sich eine gleiche Anzahl von Männern und Frauen in einem Raum versammeln. Die Frauen würden sich bis zur Hüfte hinauf entkleidet auf den Boden legen, dann würde ihnen je ein voll bekleideter Mann mit einer behandschuhten und mit Gleitcreme befeuchteten Fingerspitze 15 Minuten lang die Klitoris streicheln. Die Frauen würden in ein Crescendo aus Stöhnen und Schreien einstimmen und oft wiederholt zum Orgasmus kommen. Dieses Ritual würde mehrmals täglich abgehalten. Ihr habe besonders gefallen, dass jede Form von Gegenseitigkeit aufgehoben sei. Die Befriedigung des Mannes spiele keine Rolle, sondern allein die der Frau. Sie gebe dem sie berührenden und den sie umgebenden Männern nichts als ihre Lust. Auch die Männer erführen ihre Reduktion auf die Funktion eines Vibrators als eine große Bereicherung und Ermächtigung, stünden sie doch sonst, wenn viele Frauen ihre größte Lust erführen beim Masturbieren, außen vor. Peter war begeistert. Was ihm die Kuratorin beschrieb, klang wie ein auf seine Theologie der weiblichen Lust zugeschnittener Gottesdienst. Noch am selben Abend begann er im Internet zu recherchieren. Er sah, dass One Taste als Slow Sex Movement, Sexuality Wellness Education und Whole Foods of Sexuality beworben wurde. Presseberichte zielten eher darauf ab, One Taste als eine profitgierige Sekte zu enttarnen. Der Wellness-Gedanke und die Geschäftemacherei stießen Peter gleichermaßen ab und er war unschlüssig, ob er sich bei der Londoner Filiale, nach Deutschland war One Taste noch nicht vorgedrungen, zu einem Workshop anmelden sollte. In dieser Zeit des Haderns fiel die Nachricht erster empirischer Studien zum Prostata-Orgasmus. Der Prostata-Orgasmus schien dem weiblichen Orgasmus ebenbürtig zu sein und seine evolutionäre Funktion war noch mysteriöser. Es war nicht ungewöhnlich, dass der Penis beim Stuhlgang etwas erigierte, wohl weil der Kot sacht auf die Prostata drückt. Der Mann konnte nicht zeugen, fast all seine Spermien schossen ins Leere und für diese Unfruchtbarkeit rächte er sich als Despot und Zerstörer. Nur wenn er schiss, ordnete der Mann sich anderen Leben willenlos unter und fruchtete. Egal wo er hinmachte, etwas würde er damit einmal düngen. Seine Exkremente waren das Beste, was der Mann der Natur zu bieten hatte, und das dankte sie ihm. Neugierig machte sich Peter daran, den G-Spot des Mannes zu erkunden. Als über 70-Jähriger begann er, sich zum ersten Mal in seinem Leben ein, dann 2 und schließlich 3 Finger in den Anus zu schieben. Das ging, wenn er sich ein wenig entspannte und ein paar Mal tief durchatmete, erstaunlich leicht vonstatten. Und hatten die Finger erst den 2. Schließmuskel passiert, wurde es richtig geräumig. Peter versank seine Finger bis zum Anschlag und ließ sie so lange längs und quer den Analkanal entlang streichen, bis er die leichte Auswölbung entdeckte, hinter der sich die Prostata versteckte. Wenn er mit einem oder besser noch 2 Fingern längere Zeit über diese Stelle strich, wurde ihm wohlig und warm. Innerhalb von 2-3 Minuten begannen seine Beine zu zittern, sein Penis irrigierte und etwas später durchzuckte es seinen ganzen Körper. Dieser Orgasmus konnte bis zu 1 Minute lang anhalten und ließ sich, da man nicht ejakulierte, im Anschluss gleich noch einmal hervorrufen. Ja, der Prostata-Orgasmus war in Intensität, Dauer und Wiederholbarkeit einem weiblichen Orgasmus ebenbürtig. Was für ein Wunder, dass sein Körper tief in seinem Inneren, aber gut erreichbar für ihn bereithielt. Außerdem war die Prostata-Stimulation als sexueller Akt in der rigorosen Umkehrung der heteronormativen Verteilung des aktiven und des passiven Parts auch dezidiert feministisch. Peter imaginierte einen Prostata-Gottesdienst, bei dem eine Gruppe von Frauen eine Gruppe von heterosexuellen Männern anal stimulierte. Im nächsten Moment wurde ihm klar, dass sich das feministische Potenzial dieser Variation der Orgasmic Meditation noch steigern ließe, wenn die Männer von Männern befriedigt würden. Ein wirkliches Gefühl von Kontrollverlust stellte sich für Männer erst dann ein, wenn ihr Sexpartner ebenso stark oder stärker war. Peter entschied,
sich nicht länger mit altersbedingten Potenzproblemen herumzuschlagen, sondern sein restliches Leben ganz der rektalen Lust zu widmen und die Male Orgasmic Meditation MOM zu propagieren. Eine Gruppe heterosexueller Männer, von den Hüften abwärts unbekleidet, legten sich bäuchlings auf den Boden, ein Kissen unter dem Bauch, die Beine gespreizt. Dann kniete sich eine gleiche Anzahl hetero, eventuell auch bi- oder homosexueller Männer zwischen ihren Beinen nieder, führte vorsichtig einen oder mehrere Finger in ihren Anus ein und stimulierte eine Viertelstunde lang ihre Prostata. Als Ingoni von der MOM erfuhr, erschien sie ihm wie gemacht für die Männer in Deutsch Südost. Die MOM würde ihren herkömmlichen Sex mit Frauen an Intensität übertreffen und zugleich ihr Verständnis für Frauen wahrhaft vertiefen. Peter verließ seine 4. Frau und zog nach Deutsch Südost, um sich als Lehrmeister der MOM zu betätigen. In einem nächsten Schritt würde er auch die arabische Männerwelt zu bekehren versuchen. Wer reich war, sollte geben, und Peter fühlte sich reich wie nie.